Eine von drei Abzügen. Ja, hallo Freunde von Sibi Likes Trains. Hier ist wieder euer Sibi mit dem nächsten Video mit dem Bau meines Bahnhofs. Diesmal ist es Teil 2. Ihr wisst ja, es werden mehrere Teile werden, also von daher, ja, diesmal sind wir bei Teil 2. Teil 1 habt ihr gesehen, wie ich meine Bahnsteige mache mit den Bahnsteigkanten von Auhagen, Pappe, Sperrholz, bisschen Farbe. Ja, und dann habe ich ja auch, habt ihr gesehen, meine Treppenabgänge ein bisschen schon vorbereitet. Da habe ich mir aus dem Internet, ich glaube, das habe ich auch mal kurz gezeigt, aus der Bucht so fertige Treppengeländer bestellt, Treppenabgänge bestellt, die werde ich einsetzen. Dann kommen noch Bahnhöfe, kommen noch Bahnhöfe auf dem Bahnhof, na sicher. Da kommen auf jeden Fall noch Aufzüge sollen drauf, ja, da kommt die Bedachung noch, Beleuchtung noch. Es ist also einiges noch zu tun. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich begleitet beim Bau meines Bahnhofs und ja, vielleicht kann der eine oder andere auch noch ein bisschen was mitnehmen. So, als erstes werde ich hier die vorhandenen Dinger wieder anpassen müssen, nach dem Streichen ist das alles noch so ein bisschen, ja, verrückt und nicht wirklich schön. Da muss ich noch ein bisschen begradigen und dann geht das weiter. Dann kommen hier noch, wo die Aufzüge sind, werden hier noch Löcher reingebohrt, ja, und dann Löcher hier reingebohrt und dann kommen die da drauf, dass sie von unten beleuchtet werden. Eine indirekte Beleuchtung habe ich mir da überlegt und ich denke, das passt auch ganz gut dahin. Ja, und dann machen wir jetzt erstmal. Treppenabgänge sind jetzt auch schräg gemacht. Ja. Man sieht hier hinter die Hand. So, das heißt also, die Treppen werden genauso angepasst. Das ist jetzt an allen drei Treppenabgängen so gemacht. Hier der nächste. Kann man jetzt natürlich nicht mehr so gut sehen, aber warte, ich habe eine andere Idee. Zack, es werde Licht. Beleuchteter Untergrund. So, wie mache ich die weißen Linien auf dem Bahnsteig? Dafür habe ich mir einen Edding geholt. Ja, das ist der 2 bis 4 mm. Kann man das sehen? Ja, ich denke schon. Edding 2 bis 4 mm. So, den muss man schütteln. Dann pumpt man da ein bisschen Farbe raus. So, und je schräger man den hält, umso dünner werden die Linien. Und dann versuchen wir jetzt mal. Also die Seite war relativ einfach. Aber die Seite hier. Also ich kratze mit dem Fingernagel. Ja, ich glaube, so kann man erstmal lassen. So, lassen wir das jetzt mal trocknen. Und dann hoppala. Und dann sieht das Ganze dann so aus. Ja, es gibt schon ein paar dicke und dünnere Stellen, ja, aber nachher, wenn das Dach drauf ist, sieht man das auch gar nicht mehr so genau. Ich denke, so ist ganz gut. Was mir nicht gefällt, ich habe halt einfach lange Bahnsteige und wenn ich mit dem Stift zwischendurch absetze, habe ich da immer Punkte oder man sieht halt einfach die Ansätze und das gefällt mir überhaupt nicht. Und auch in einem Strich, diese Feinliner von Edding zum Beispiel, haben den Nachteil, dass die halt einfach, du musst die pumpen,
Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gerade so einen Stift nicht hier. Die musst du pumpen, damit die Spitze voll ist und dann bei einer gewissen Zeit werden die halt leer und die läuft nicht nach und die musst du nachpumpen. Wenn du pumpst, hast du so einen riesen Flatschen auf dem Bahnsteig, das sieht total ekelhaft aus. Und da habe ich mir überlegt, was machst du? Und da hatte der Louis, an dieser Stelle vielen Dank, eine geile Idee. Mach doch mal Zierstreifen. Gibt das also ganz, ganz feine weiße oder rote verschiedenfarbige Streifen, die kann man aufkleben. Ja, da bin ich dann hingegangen, ab in die Bucht und habe mir dann mal hier so von zierstreifen.de habe ich mir mal so 1 mm Zierstreifen gekauft. So, das sind 10 Meter drauf, die haben gekostet 5 Euro, was ist der Kuckuck. So habe ich dann geklebt und dann habe ich dann gedacht, guckst du mal, gefällt nicht schlecht, aber dadurch, dass ich ja recht, oder was heißt recht, oder dass ich helle Bahnsteige habe, hat sich das so ein bisschen verloren. Ein Mannequin draufgestellt, das war zu schmal. Da habe ich gedacht, na gut, gehst du 2 mm holen. Dann auch von zierstreifen.de 2 mm gekauft und da habe ich gedacht, nee, die sind zu dick. Also das ist ja, also wie gesagt, 1 mm oder ja 1 mm bei 1 zu 160 sind 16 cm im Wahren. So eine Platte, so eine Fliese war ich am Bahnhof und habe geguckt, die sind so 30 cm. 2 mm wären dann 32 cm, das würde eigentlich hinkommen, passt aber von der Optik überhaupt nicht. Da habe ich mir gedacht, naja, was machst du jetzt? Das habe ich noch irgendwo im Internet, hier von HPX, Deko-Stripings gefunden. Die kann man unten wunderschön rausziehen. Ja? Die haben eine zum Abziehen von der Klebefläche. Dann haben die aber zusätzlich noch oben drauf eine Schutzfolie. Das heißt also, man kann die richtig gut andrücken und zieht dann erst die Schutzfolie an und macht die anderen nicht dreckig. Das habe ich bei diesen Zierstreifen halt eben nicht. Da habe ich nur eine Trägerfolie und halt den Klebestreifen und hier habe ich 3 Trägerfolien. Das kostet auch um die 3 Euro und 1,5 mm. Das habe ich jetzt mal aufgeklebt und das würde ich euch gerne zeigen. Mir persönlich gefällt es am besten. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie es aussieht. Momentchen mal. Schwubbeldiwupp, rumgedreht. So, da könnt ihr im Prinzip mal alle 3 Streifen auf einmal sehen. Ganz links ist der 1 mm, in der Mitte 2 mm und rechts 1,5 mm. Das heißt, ich zeige euch das jetzt mal so von oben. Das ist der 1 mm. Der 2 mm ist zu breit. Und ich finde den 1,5 mm wirklich passend. Das habe ich auch genutzt auf der alten Bahn. Dann habe ich allerdings, weil ich da noch mit dem Lineal machen konnte, die 1,5 mm Spitze genommen. Und das ist genau die gleiche Breite. Das heißt also, ich kann jetzt hier mit diesen Klebestreifen arbeiten. Und ja, das machen wir jetzt mal. So, ich habe mir jetzt mal die Stücke geschnitten von der Länge her für die Bahnsteige. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie ich das mache. Hoppala. So, jetzt da. Noch eins da hinten. So, ihr seht, hier kann man jetzt schön Trägerfolie runter. Und auch hier so ab, zack. Dann haben wir hier diesen weißen Streifen. Und da geht ihr jetzt einfach hin und legt den einfach da so auf. So, so sieht das Ganze jetzt fertig aus. Und mit den 1,5 mm Dingern gefällt mir das schon richtig gut. So, gefällt mir. Kann man nicht anders sagen. So, Freunde. Treppenaussätze sind auch drin. Da fehlen jetzt nur noch die Geländer drumherum. Ne? Dann habe ich hier noch Aufzüge geholt. Der dritte Aufzug, der hat einen Unfall, der auf der linken Seite, hier, also quasi hier stehen soll. Der hatte leider einen Unfall, der ist runtergefallen, das habe ich nicht gesehen, das ist ein platter Aufzug. Naja, passiert schon mal. Also müssen wir noch einen neu bauen. Ja, und dann habe ich, weil das ja noch der Bereich ist,
Ihr wisst ja, dieser Bereich hier von da bis da wird überdacht, so breit wie der Bahnhof ist, so 50 Zentimeter. Und die linke Seite ist ja dann offen. Da habe ich mir dann noch so Wartehäuschen. Habe ich hier, ja. Die habe ich noch bekommen. Und ja, so sieht jetzt der Bahnhof noch unbedacht aus. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist da dieses braune Brettchen da noch grau machen. Die Farbe von dem Bahnhof bleibt, das ist der alte Teil des Bahnhofes. Deswegen gibt es da auch einen farblichen Unterschied. Ja, und der Rest ist halt einfach die neue Farbe vom Bahnhof. Ne? Ich bin nochmal hingegangen, weil das ist dann doch relativ dünn, die Farbe. Und ich wollte jetzt nicht nochmal eine Schicht da drauf kladdern. Und da hat seinerzeit der Willi mal eine geile Idee gehabt. Und zwar hat er seine Häuser damit eingepinselt. Und das macht das Kunststoff, das nimmt dem Kunststoff den Glanz. Und das ist hier, kann man das sehen? Ja, ne? Bleiswijk, von Bleiswijk, Holland, acrylisch, varnish, matt. Das hat den Effekt, das zeige ich euch jetzt mal, ja, dass das Ganze nochmal eine schützende Haut drüber kriegt. Und das machen wir jetzt nochmal, das ist jetzt also der nächste Step. Und ja, da möchte ich euch jetzt auch nochmal zeigen, damit ihr auch seht, warum. Also das Ganze wird nochmal ein bisschen heller wieder. Die linken sind gerade frisch gestrichen, aber dunkelt natürlich auch mal ein kleines bisschen ab, aber nicht wirklich allzu viel. Also von daher, Heidewitzka. Ja, Freunde von CB Likes Trains, das war jetzt das nächste kleine Update, knapp eine Viertelstunde. Ja, was als nächstes kommt, ist ein Zaun kommt auf jeden Fall auf die linke Seite vom Bahnsteig, ganz links der Bahnsteig, das ist ein etwas schmälerer. Damit die Leute nicht hinten runterfallen, kommt da ein Zaun hin. Und noch ein bisschen grün und noch ein bisschen grau und auch allen möglichen Kladderadatsch, damit das ein bisschen was nicht so auffällt. Dahinter geht es ja die Mauer runter und von daher muss das auch mal schön gemacht werden. Dann geht es weiter mit der Überdachung. Dann bis dahin werde ich wohl meine Überdachung haben. Ja, die kommt jetzt die Tage wohl. Freue ich mich auch schon sehr drauf, beziehungsweise die gehe ich mir holen. Die gehe ich mir persönlich abholen, aber das werdet ihr im nächsten Video noch erfahren und sehen. Ja, also es bleibt spannend, auch hier bei mir. Und von daher würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ihr kennt das Prozedere, abonnieren ist umsonst, das tut nicht weh, mich würde es freuen. Ganz wichtig ist natürlich auch Däumchen nach oben, damit ich sehe, dass es euch gefallen hat. Oder halt eine konstruktive Kritik, wo ihr sagt, naja, das kann man etwas anders machen, das würde ich vielleicht so und so machen. Vielleicht bleibt was hängen bei mir, auch sehr wichtig. Ja, und dann hier Dingelingeling, das Glöckchen, dann werdet ihr auf jeden Fall erinnert, wenn es bei mir wieder was Neues gibt. Ja. Das war es von mir aus. Ich muss immer nach rechts gucken, da steht der Bahnhof. Mir gefällt der so richtig gut und ist natürlich ein optisches Highlight hier auf der Bahn. Und naja, egal, bla bla bla. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr mich besucht habt, dass ihr wieder mit mir geguckt habt, wie ich das mache. Mir bleibt nur zu sagen, wie gesagt, Dankeschön an alle neuen Abonnenten, an alle alten Abonnenten und an alle Zuschauer meines Kanals. Bleibt mir gewogen. Es wäre schön, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei CB Likes Trains. Macht's gut, bis dahin, euer CB. Ciao, ciao.